Leute, ich bin Stefan, ich bin in Muscat. Heute fliege ich mit Oman Air im A330-300 nach Kuala Lumpur, eine 7-Stunden-Strecke in der Business Class, und ich bin ja gerade erst mit dem Dreamliner geflogen und das war ein echtes Erlebnis. Ich bin sehr gespannt, was Oman Air auf dieser Strecke und in diesem Flug so zu bieten hat. So we cannot bring the bottle in the cabin. That's okay, because Ramadan. Yeah, no. Okay, thank you very much. My Champagne. Ihr könnt schon sehen, es ist eine ältere Kabine hier in diesem A330-300 nach Kuala Lumpur. Ich habe eine etwas neuere erwartet. Ja, leider habe ich diesmal kein Glück gehabt, aber ich denke, es wird jetzt kein großes Problem sein, denn Dominik und ich sind mit 2 anderen Passagieren ganz alleine in dieser riesen Business Class. Die besteht nämlich aus 3 Abteilen und ich glaube, wir sind hier in diesem Abteil alleine. Ich denke, es wird ein sehr, sehr cooler Flug werden. Cheers! Das war jetzt übrigens ein Foto für Instagram. Da kommen solche Fotos wie gerade eben und noch ganz viele andere Fotos. Wenn du mir noch nicht folgst bei Instagram, mach mal jetzt, denn noch mehr Details, noch mehr Informationen, und falls du mal Interesse an einem Amenity-Kit hast, erst recht, denn ab und zu mache ich dort mal ein paar Ratespiele und dann kannst du eins gewinnen. Und hier das heiße Tuch, wie immer. Und das ist ziemlich feucht. Manchmal ist es teilweise so trocken, dass man es gar nicht als feuchtes Tuch bezeichnen kann. Und es ist noch warm. Das ist gut. Die Business Class hier sind 2 Abteile übrigens. Ich bin hier in dem vorderen Abteil. Noch vor mir ist die First Class. Und die Configuration ist hier in eine 1-2-1er. Und du siehst ja hier, wenn du am Fenster sitzt, hast du den besten Platz eigentlich. Du hast viel Platz nach vorne hin, zur Seite hin. Und das Coole ist auch, oh cool, thank you. Okay, thank you. Und auch hier bekomme ich vor dem Start noch eine Arabic Coffee und eine Dattel. Oh cool, thank you. The menu and wine is for you. The menu. And the headphones. Yeah, thank you. Ja, was es hier so alles gibt. Das Amenity-Kit, Menükarte und die Headphones. Das ist mal eine gute Perspektive, oder nicht? Das ist nur möglich, weil es hier rechts einen riesen Bereich für Storage Compartments gibt. 2 Stück habe ich hier übrigens. Und ja, der Monitor ist allerdings ein bisschen klein geraten, oder nicht? Bei der Riesenentfernung finde ich den ein bisschen klein. Hier rechts habe ich den Controller, der auch ja, ein bisschen oldschool ist. Aber ist ja auch so, dass das Flugzeug ist ja auch schon etwas älter. Oder zumindest das Interieur. Was soll's? Ich finde, ich habe hier sehr, sehr viel Platz und ich fühle mich hier sehr, sehr wohl bis jetzt. Please, thank you.
ist die Menükarte und da drin ist Werbung und aber auch die Weinkarte. Gleich am Anfang werde ich, wahrscheinlich kommt sie gleich, gefragt, was ich denn haben möchte, wann ich es haben möchte, aber üblicherweise wird es dann direkt gleich nach dem Start geliefert oder serviert. Und es gibt, wie auch auf dem anderen Flug, 4 Vorspeisen, 4 Hauptspeisen und 4 Desserts. Was genau, zeige ich dir in einem Einblender, kommt gleich von links oder rechts. Und in der Weinliste sind auch so einige tolle Dinge drin. Der Champagner ist derselbe, ja. Und auch die Weine auch, die hatten wir jetzt auch schon im Dreamliner von Frankfurt nach Muscat. Der beste ist meiner Meinung nach der New Zealand Sauvignon Blanc. Ich liebe ja Sauvignon Blanc. Und der ist am fruchtigsten und auch hat nicht so viel Säure. Also den kann ich sehr empfehlen. So, was ist eigentlich alles an meinem Platz? Ich bin zwar jetzt schon ein bisschen in der Luft, aber ich zeige euch trotzdem mal, was euch direkt am Anfang auf eurem Platz so erwartet. Hier, die Riesendecke ist eine andere übrigens, oder? Nee, ist doch nicht eine andere. Sieht nur anders aus, anders eingepackt. Habe ich jetzt nicht weggeschmissen, tue ich da wieder weg. Hier die Riesendecke. Natürlich das Kissen, ziemlich flauschig und dick vor allem. Das Amenity-Kit, das zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Und die Headphones habe ich schon mal benutzt. Hier ist die Buchse. Ziemlich angenehm sind nämlich Noise Cancelling Headphones. Ich höre also nichts mehr um mich herum, wenn ich dann gucke. Ja, und wie gesagt, hier ist auch der coole Tisch. Ein riesen Apparat von Tisch. Cool, oder? Und dann testen wir noch gleich, wenn ich schon mal hier bin, ob denn der Sitz sich in einer Liegeposition, also eine gerade Liegeposition, verwandeln lässt. Auf geht's! Jawohl! Es ist ziemlich gerade, es ist weich, bequem und ich habe eine Menge Platz oben sowie unten. Also für einen 1,90 Meter Mann kein Problem, hier ordentlich zu liegen. Allerdings, ich finde es ein bisschen schmal geraten. Da waren die Amex-Sitze hier von meinem letzten Flug mit Romane im Dreamliner doch wesentlich komfortabler. Ich hatte mehr Platz links und rechts als jetzt hier. Der Hammer ist ja dieser riesen Tisch hier. Und das hier ist ja Ottoman. Der ist nicht nur ein Ottoman für die Beine, sondern es könnte sich auch eine zweite Person hinsetzen. Dafür gibt es hier auch noch ein Gurt. Und der riesige Tisch hier, ziemlich krass. Es ist noch genügend Platz für eine zweite Person. Man könnte sich quasi gegenüber sitzen und dann gemeinsam essen, was ich hier auch irgendwie ein bisschen sinnlos finde. Aber es wäre zumindest möglich. Das Entertainment-System gibt es sogar auf Deutsch. Gucken wir mal. Nein, der Monitor ist kein Touchscreen, also muss ich den Controller hier benutzen. So. Und zwar drücke ich auf Deutsch. Und ich gehe mal da stark davon aus, wenn schon ein deutsches Menü hier, wenn es schon ein deutsches Menü gibt, dass es dann auch die Filme in Deutsch geben wird. Probieren wir es mal aus. Arrival, das ist ein guter Film. Also mag ich ja Science Fiction. Start in Deutsch. Ja, wunderbar. Ja, und die Auswahl ist gar nicht mehr so klein. Du hast hier die Auswahl zwischen ganz neuen Hollywood-Filmen, alten, teilweise sogar deutschen Märchen, habe ich letztens schon im Dreamliner gesehen. Also es gibt eine richtig große Auswahl an Filmen, natürlich auch TV-Serien, allerdings sind die in Englisch. Okay. Some small bites. Oh cool, thanks. And Canapé. And your champagne. Nicolas Fayette Cuvée Spécial. Thank you very much. Und ein kleiner Gruß aus der Küche, 2 Canapés und mein Champagner. Tschüss. So,
Es ist Zeit für das Amenity Kit. Socken, Augenbinde. Boah. Ja, es sieht ein bisschen aus wie eine Frauentasche, alles so ein bisschen in Rosé gehalten. Hoffentlich habe ich jetzt nicht auch die Frauentasche bekommen. Nee, das kann nicht sein, denn ich glaube, eine Frau bekommt hier kein Rasierset. Also Rasierset. Dann werden hier mit Sicherheit die Zahnbürste und die Zahnpasta drin sein. Ja, boah, eine Riesentube. Earplugs und eine Menge an Cremes. Was haben wir hier? Gesichtscreme, Augencreme, Lipbalsam und Hand- und Bodycreme. Das war's, aber es ist eine ganze Menge da drin. Also das Essen bei Oman ist der absolute Hammer, ich sage es euch. Und nur weil das Flugzeug jetzt etwas älter ist, heißt es noch lange nicht, dass das Essen schlechter ist. Guckt euch diesen schicken Mangosalat an. Der Hammer, oder? Und das ist nur die Vorspeise. Chicken mit einer Koriander-Mayonnaise-Soße. Und das Beste überhaupt noch ist dieses Brot hier. Nicht, dass hier nur 5 verschiedene Brotarten da sind, aber das hier ist das Beste. Ist so ein bisschen scharf und gewürzmäßig. Ich hab's gesehen. I'm hungry. Sir, may I? Oh, yeah. You open our Omani hospitality main meal. Please enjoy. Wow, das ist really nice. Guckt euch das an. Das ist der Hammer, oder? Eine Lammhaxe mit Knochen. Ich kann es gar nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Tut mir leid, wenn ich etwas übertrieben wirke. Aber das schmeckt so unglaublich, so unfassbar gut. Und ich vergesse nicht, wo ich bin. Ich bin in einem Flugzeug und ich esse so ein leckeres Essen. Also ich kann euch nur sagen, plant auf jeden Fall für eure nächste Reise Romania ein. Denn wenn ihr echt gutes Essen haben wollt, ein gutes Flugzeug, gutes Service, dann kommt ihr nicht an Romania vorbei. Wi-Fi gibt es übrigens auch hier im Airbus. Im Dreamliner übrigens nicht nur im Airbus, aber really expensive. 10 MB, $10, eine halbe Stunde übrigens. Dann haben wir schon mal 60 Minuten, 25 MB, $20. Oder das Ganze für 3 Stunden, 100 MB, $30. Das Badezimmer, also die Toilette, ist nicht gerade groß, aber das war es im Dreamliner ja auch nicht. Dafür ist sie ziemlich sauber aufgeräumt und die Crew achtet jedes Mal darauf, dass hier nichts rumliegt und alles trocken ist. Dabei duftet es auch noch hier ganz nett von dem arabischen Parfüm, dieses typische arabische Parfüm. Ist wirklich lecker hier. Und hier gibt es eine gelbe Orchidee. Im letzten gab es eine türkisblaue, hier eine gelbe Orchidee. Also macht sich hier schon sehr Gedanken. Und wenn du danach fragst, bekommst du hier auch ein Pyjama. Da gehe ich mich jetzt mal umziehen. Leider gab es das nur in XL. Ich glaube, es ist ein wenig zu groß. Ich werde es ja gleich sehen. Hier
sind nochmal ein Shades dabei. Slippers, Oberteil und das Unterteil. Okay, es ist ein halbes Laken. Egal. Und das ist der Pyjama, viel zu groß für mich, aber okay, damit kann ich auf jeden Fall bequemer schlafen. Das hier ist übrigens die First Class hier im A330 und die einzige First Class in einem Flugzeug von Oman Air. Im Dreamliner gibt es nämlich keine First Class, aber ganz ehrlich, sie lohnt sich nicht. Denn du bekommst einen richtig guten Service auch ohne die First Class in der Business Class. Ich kann dir nur raten, spar dir das und buch einfach nur Business Class. So, ich komme dann auch langsam zum Ende. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann drückt doch den Daumen hoch, abonniere meinen Kanal. Ich habe noch ein paar andere Videos, ein paar Flight Reports auch vom Dreamliner hier von Oman Air. Der war wirklich, wirklich gut. Schau mal vorbei und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dear guests, we have now started our descent. Kindly be reminded that smoking is not permitted until you reach designated smoking areas at the terminal building. Thank you. We could take your seats for landing, please. Thank you. Good morning. Welcome to Kuala Lumpur. We have arrived at Kuala Lumpur International Airport.